Es ist Donnerstagmorgen, es ist 4:25 Uhr, kurz vor 4:30. Ich sitze in Österreich, in Flachau am Supercharger und es ist menschenleer, wie man hier sehen kann. Keine Menschenseele, ich bin ganz allein. Es gibt gute Gründe, warum ich mich heute von hier aus melde und es gibt auch gute Gründe, warum ich fast 1,5 Monate kein Video veröffentlicht habe. Das erzähle ich euch heute in diesem Video. Herzlich willkommen bei Ulf Hannemann Mastering Midlife Crisis. So setzt sich also meine Fahrt zu früher Stunde fort. Wie ein Lonesome Cowboy glitt ich durch die morgendliche österreichische Prärie. Vorbei an Bergen, durch Tunnel und von einer Mautstation zur nächsten. Ja, ich war nicht der Einzige gewesen, der auf die Idee mit der frühen Abfahrt gekommen war. Also ging es weiter auf meinem Roadtrip in Richtung Süden, nach Tisno, zu Defected Croatia, meinem favorisierten Hausmusikfestival. In Gedanken stand ich bereits auf dem Dancefloor und groovte zur Musik von Mips T. Bis dahin würden aber noch einige Stunden auf den Straßen zwischen Österreich, Slowenien und Kroatien vergehen. Und diesmal ohne die Familie, wie bei meinem allerersten Trip. Denn nach so langer Zeit hatte der Rest der Familie einfach keinen Bock mehr auf Kroatien. Stattdessen wird der Familientrip nun in einiger Zeit nach Südfrankreich führen. Also hatte ich beschlossen, allein auf Festivaltour zu gehen und mich tatsächlich noch einmal im Tesla Car Camping auszuprobieren. Ihr erinnert euch? Im letzten Video, also irgendwann im Mai, hatte ich von meinem ersten Campingerlebnis im Tesla berichtet. Ein ziemlich ernüchterndes Erlebnis, das meine Frau Melinda in einem einzigen Satz recht treffend zusammengefasst hatte. Du bist kein Camper. Ja, wer das Video noch einmal komplett anschauen mag, hier oben und in der Beschreibung zu diesem Video werde ich es noch einmal verlinken. Der erste Test meines ultimativen Car-Camping-Setups war eher suboptimal verlaufen. 1:0 für meine Frau, 1:0 für Melinda. Aber lässt sich ein Mann in der Midlife-Crisis davon beeindrucken? Nein, natürlich nicht. Dann muss halt das Setup verbessert werden. Oder anders gesagt, wir rüsten nach. Und das hatte ich getan. Und wenige Stunden vorher unseren Tesla mit allerlei Gadgets und Zubehör bepackt. Melinda hatte ihren Spaß daran. Du brauchst doch Platz zum Schlafen. Kannst das Auto nicht bis oben hin vollpacken. Jetzt sei ich nur pessimistisch. Ich bin realistisch. Ich kenne dich. Ja, jetzt willst du mir zeigen, dass ich durchgeschwitzt bin. Entschuldige, ich weiß doch nicht mal, was da alles drin ist. Ist, glaube ich, auch besser so. Das Fahrrad muss auch mit, weil man muss ja irgendwie durch die Gegend kommen. Das ist ein E-Bike. Ist klar. Erzähl ich mit dem Buch, dann habe ich gleich mal wieder ISG, ja. Dann lässt sich ja auch wunderbar auf der sensationellen Matratze schlafen. Soll ich dir helfen? Ist ja nicht mit anzuschauen. Und das ist ja noch nicht mal alles da. Es ist ja noch vieles oben. Packt ja alles schon rein. Hier haben wir drin das Bett, die Shades, die Jalousien für die Fenster, sowie noch eine Matte für die Frontscheibe, sowie die Vorderteppich. Und hier unter dem haben wir einen Tisch, einen Stehhocker, ein kleiner Hocker und das Tarp, mit dem ich Schatten schaffen werde. Und das passt alles hier wunderbar rein. Was sagst du dazu, liebe Frau? Ja, komm, weiter. Fertig werden. Wieder unsere Allwetter-Supermatte, wie du ja so siehst. Das ist mein E-Bike, verpackt in der Tasche. Jetzt bloß keine Blockaden machen, das wär's. Irgendwie habe ich es hingelegt, ne? Voll. Ich glaube, so ist es okay, oder? Mhm. Geht's zu und gucken jetzt zu. Passt, wackelt. Wir haben immer noch Platz. Hier, guck mal da, die Kisten, die nehmen wir auch alle noch mit. Ja. Die packen wir da also noch rein. Und jetzt? Nimm die Kisten, die müssen doch jetzt zuerst mal rein. So, packen wir die Kisten wieder alle raus. Hier drin sind... Weißt du selbst nicht, hast du vorher noch nicht gewusst. Also. Hier sind Lappen und wasserdichte Behälter, mit denen man auch schwimmen gehen kann. Ich würde zuerst die großen Kisten reinpacken, dann die kleine. Machst du bei den Töpfen auch immer verkehrt. Hier drin sind alle Campingutensilien für Tarps und eine Kiste.
Das ist eine Wäschekiste, Kleidungskiste. Ich würde sie in die Ikea-Tüte packen, immer noch. Viel besser. Pack die Klamotten in die Ikea-Kiste. Also Tüte. Sag doch mal einer, das würde nicht passen. Super. Ist So. das nicht toll? Großartig. Das ist kein Schneidebrett, weil ich werde ja mir nichts putzen. Kochen wird er nicht. Sein Essen wird daraus bestehen. Sehr gesund. Wieder eine Tüte leer. Verpflegung haben wir auch noch hier dabei. Habe ich schon gezeigt. Die gesunde Ernährung für das Festival. Aber jetzt ist ja die Rückbank wiederum frei. Da geht ja jetzt noch so viel. Ja, aber nicht zu viel einpacken. Du brauchst ja die Rückbank, weil du da schlafen willst. Ja, so zog sich das noch über eine gute Stunde hin. Ich räumte rum und Melinda kommentierte. Aber kommen wir zurück auf die Straße. Die Strecke zog sich hin und je weiter ich nach Süden kam, desto schwieriger wurde es mit dem Laden. Ja, es gibt Supercharger in Kroatien, aber wie bereits im letzten Jahr ist die Anzahl überschaubar und die Leistung eher schwach. So kam ich schließlich am Supercharger in Zadar an und hatte dank mickriger Ladewerte ausreichend Zeit, ein wenig davon zu erzählen, warum es zuletzt so wenige Videos von mir gegeben hatte. Dieser Kanal hat den Untertitel Mastering Midlife Crisis und dieser Titel war nicht irgendwie beiläufig gewählt. Das klingt, wenn man es zum ersten Mal so hört, eigentlich recht lustig. Und so war der Kanal auch immer ausgerichtet. Das ist die eine Seite meiner Geschichte. Die andere Seite ist, dass dann doch ein etwas ernsterer Grund auch dahinter steckt. Ja, ich leide unter Depressionen. Bloß über Depressionen redet man nicht gern. Auch ich nicht. In den letzten Wochen habe ich eigentlich recht wenig bzw. fast gar keine neuen Videos publiziert. Und das hatte seine Gründe. Denn so eine Depression, die verläuft in Wellen. Es gibt gute Zeiten, es gibt auch schlechtere Zeiten. Und tatsächlich waren die letzten Wochen dann doch eher die etwas schlechteren Zeiten. Und in solchen Zeiten fällt es unglaublich schwer, den Kopf frei zu bekommen und lustige, amüsante Geschichten zu erzählen. Und immerhin, das ist ja mein Anspruch an diesem Kanal. Ich möchte euch unterhalten, zu eurem Vergnügen, aber allerdings auch zu meinem Vergnügen. Ja, dieses Vergnügen war in der Tat in den letzten Wochen einfach nicht da. Und anstatt nun irgendeinen Blödsinn zu verzapfen und euch damit zu langweilen, habe ich einfach entschieden, ich mache keine Videos. Also, was wird nun aus diesem Kanal? Wird es ein Psychokanal? Nein, ganz gewiss nicht. Ich bin weder Arzt noch Psychologe. Stattdessen möchte ich gern unterhaltsam und anekdotisch davon berichten, wie ich mein Leben meistere, egal ob nun im Job, in der Freizeit oder auch in der Partnerschaft. Oder auch, wenn man feststellt, dass die Haare auf dem Kopf nun weniger werden und dafür nun an anderer Stelle wachsen. Meine Feststellung war und ist, das Einzige, was hilft, ist die Flucht nach vorn. Das Meistern der Midlife Crisis als eine Chance zu betrachten. Egal, ob man seine Zeit nun bei Elternabenden verbringt, einen Elektro-Roadtrip durch halb Europa macht oder die Nächte durchtanzt. Wird es weiterhin um Elektromobilität und Tesla gehen? Ja, ganz gewiss. Ich möchte mich allerdings nicht so allein auf dieses eine Thema beschränken. Mastering Midlife Crisis, so heißt der Untertitel meines Kanals. Denn ich glaube, ich bin mit dem Thema nicht ganz allein. Zumindest schließe ich das aus den Nachrichten, die ich zum Teil von euch bekommen habe. Auch dafür herzlichen Dank. So, das reicht. Gut, dass wir einmal drüber gesprochen haben. Jetzt geht's weiter zum Festival. Und das seht ihr beim nächsten Mal. Ich schaue angestrengt durch die Gegend, suche das beste Setup für mein Tesla-Bett, probiere allerlei Car-Camping-Zubehör aus und bin der Verzweiflung ziemlich nah. Ich bin überfordert. Das kostet zu viel Nerven. Wenn ihr also verfolgen wollt, ob ich meinen Traum vom perfekten Car-Camping-Trip aufgebe und wie das mit dem Meistern der Midlife Crisis generell so weitergeht, dann gilt wie üblich. Gerne ein Like hinterlassen, den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, auf dass ihr nichts verpasst. In diesem Sinn, bis demnächst bei Ulf Hannemann, Mastering Midlife Crisis.